Moveo, ein High-End-Wohnmobil auf Kastenbasis mit einer ganz besonderen Version, einem kurzen Radstand, relativ kurz, und ein absoluter Geheimtipp für Leute, die gern mit zwei Rädern unterwegs sind. Muss aber nicht sein, denn es bietet eine wirklich extravagante Ausstattung, speziell zum Beispiel für Motorräder. Hier ist Jürgen Jung. Grüß dich, Jürgen. Hallo Sven, guten Morgen. Ja, wir drehen jetzt Anfang März und die Marke Moveo hat sie richtig angetan, ja, High-End. Ja, es ist eine sehr gute Marke, eine sehr hohe Qualität für einen sehr guten Preis. So, hier ist alles dabei. Vielleicht mal vorab der Preis, wo liegen wir ungefähr? Wir liegen bei dem Fahrzeug bei 50.000 Euro. Komplett ausgestattet mit Luxusausstattung. Luxus bedeutet hier, da sind so Basics wie zum Beispiel Radträger, die Markise, das ist sowieso schon alles drin. Luxus bedeutet aber auch was? Ja, Luxus bedeutet erstmal die Zubehörteile, die in dem Fahrzeug bereits alle inkludiert sind. Bedeutet auch im Innenbereich, was wir gleich sehen, eine sehr, sehr hochwertige Lederausstattung, hochglanzpolierte Schränke. Und wir sehen jetzt außenrum, wir haben die Aluminiumfelgen, wir haben die Markise mit dran, wir haben abgedunkelte Fenster. Wir haben eine Solaranlage, wir haben einen Fernseher, eine automatische Sattanlage, wir haben den Radträger mit drauf. Alles das, alle Metalliklackierung, alles das ist im Preis bereits enthalten. Ja, ich sehe auch, die Stoßfänger sind entsprechend lackiert. Hinten, das ist besonders cool, ist so schwarz, sieht unglaublich sportlich aus von hinten. Auch hier die entsprechend matte Beschriftung, die hinten drauf ist, wirkt, als wäre das Fahrzeug viel teurer. Genau, das ist eine sehr hochwertige Außenfolierung, die da aufgebracht wird, und das sieht sehr hochwertig aus und es sieht halt auch sehr schön aus. Warte, ich zeig's mal gerade. Also da ist keine Blase drin, da ist nichts. Das ist perfekt ab Werk, wie es auch sein soll. Aber auch alle, ich sag mal, Teile, die hier eingebaut worden sind, absolute Qualität. Das heißt also, das sind zum Beispiel hier das Fenster. Ja, also du siehst, das ist ein verdunkeltes Fenster. Man kann im Normalfall von außen nicht nach innen schauen und sind halt sonnenabsorbierend. So, hier unten haben wir direkt mal eine Serviceklappe, die steht auf. Genau. Ja. Was ist da drunter? Ja, hinter der Serviceklappe ist ein kleiner Kofferraum, wo man ein paar Sachen hin tun kann, wie die Toilettenchemie zum Beispiel, ein Verlängerungskabel oder so Kleinigkeiten. Und da sieht man, ist die Toilettenkassette, die man dann rauszieht, entsprechend um die Toilette zu entleeren. So. Ja, das Ganze, das wird ausgeliefert mit einer umfänglichen Garantie. Die ist wie lange? Ja, also die Werksgarantie für das Fahrzeug ist 2 Jahre und die Dichtigkeitsgarantie ist 5 Jahre. So, das ist ein Nutzfahrzeug, das bedeutet die Laufleistung dieses Fahrzeuges. Wenn die so bei DPD laufen, sage ich jetzt mal, da können locker mal 300.000, 400.000 Kilometer drauf? Ja, mehr. Also die Fahrzeuge sind alle ausgelegt für 1 Million Kilometer. Das sind Langläufer, das sind Kleintransporter. Die laufen alle 1 Million und mehr. Das ist heute kein Problem mehr bei den modernen Motoren. Ja, aber wenn wir jetzt mal so über 300.000, das ist ja für viele schon ein nicht erreichbarer Wert. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Das ist überhaupt kein Thema, aber die Fahrzeuge werden ja eingesetzt, um Urlaubsfahrten zu machen. Die Urlaubsfahrten können auch mal länger sein und dann hat man schnell auch mal 100.000 Kilometer drauf. Da braucht keiner vor Angst zu haben, wie beim Pkw. Auch bei 200.000 nicht und bei 300.000 auch nicht. So, ich habe eine gute Nachricht, wir steigen mal ein. Ja, vielleicht noch eine Sache, was bei dem Fahrzeug wichtig ist. Du siehst von der Seite, es ist halt relativ kurz. Wir haben halt nur eine Länge von... Ich zeig's mal gerade von hinten, dass wir das mal sehen. Also es ist sehr, sehr kompakt. Es ist sehr kompakt. Wir haben halt eine Länge von 5,40 Meter. Das heißt, jede Frau und jeder Mann kann damit auf jedem Parkplatz beim Lidl und Aldi parken. Gut, er guckt vielleicht einen Ticken raus. Aber nur ein kleiner Ticken, aber es gibt PKWs, die haben auch schon die gleiche Länge. Und dadurch ist er sehr kompakt und die Fahrzeuge werden eben ganz, ganz viel gekauft, eben für im täglichen Alltag als Zweitwagen einzusetzen. Okay. Und das ist halt mit der große Vorteil dieses Fahrzeugs und trotzdem ist er innen drin sehr geräumig. Ja, wir werden gleich mal sehen. Es ist wirklich alles verbaut, was das Herz sich wünscht. Eine absolute Besonderheit, die werden wir gleich mal schauen. Du hast natürlich hier unten von Thule. Einstiegshilfe ist natürlich auch im Preis enthalten. Elektrisch natürlich. Elektrisch, klar. So, hier rechts an der Seite, da ist auch direkt mal ein Feuerlöscher mit drin. Feuerlöscher, der ist immer mit drin, ja. So, die sind drehbar, die Sitze? Die Sitze sind drehbar, wie bei jedem Fahrzeug. So, wir zeigen das mal kurz. Der Jürgen, wenn ich immer irgendwas verlange von ihm, dann muss es am Schluss auch klappen. Diese Fahrzeuge, es gab mal diesen Fachhandelsnamen, den gab es mal unter einer anderen Bezeichnung, muss man fairerweise sagen. Die mussten den Namen wechseln in Deutschland. Genau, die Fahrzeuge hießen bis Ende 2018 Bavaria. Bavaria ist ein Name, der ist geschützt für die gleichen Fahrzeuge, gleiche Ausstattung für die französischen Händler und bei uns heißen sie halt Moveo.
So, hier vorne sieht man direkt mal, ich zeige es mal gerade von Ganzem. Also es ist ein ganz helles Holz. Man merkt gar nicht, dass man in einem 5,40 Meter, 5,40 Meter, Jürgen, gell? 5,40 Meter langen Auto ist. Und vielleicht mal so Kleinigkeiten, du hast es eben erwähnt, allein schon hier die, ich sag mal, Bepolsterung mit dem Leder, was hier drauf ist, das innen drin Alcantara so gemischt mit Kunstleder, sehr wartungsfreundlich. Sehr hochwertiges, sehr ansprechendes Leder, sehr wartungsfreundlich. Man braucht es nur abzuwaschen und man braucht auch keine Angst zu haben bei Jeanshosen, dass die da abfärben oder so. Wir setzen die Fahrzeuge auch in der Vermietung ein und das sind unsere Fahrzeuge, die am pflegeleichtesten sind von allen Fahrzeugen. So, ich zeige mal gerade, wie der Jürgen jetzt da sitzt. Also jetzt sind beide Sitze praktisch umgedreht. Jetzt können theoretisch, sag mal, das Auto ist ausgelegt für 2 Personen. Das Auto ist ausgelegt zum Schlafen für 2 Personen, aber mitfahren können 4, weil es gibt 4 Gurte zum Anschnallen. Also das heißt, da können 2 sitzen und hier sitzt der Fahrer und der Beifahrer. Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass jemand noch im Zelt zum Beispiel unterwegs ist. Das heißt, ich habe eine Familie, 2 schlafen im Auto, die Kids schlafen im Zelt. Genau, heranwachsende Kinder, die mögen ja immer ein bisschen Privatsphäre und die nehmen dann ihr Zelt mit, können aber mitfahren nach Kroatien oder nach Spanien und 2 schlafen im Auto und 2 schlafen im Zelt. So, wir fangen gleich mal hier an. Das heißt, ich habe 2 drehbare Sitze. Hier ist die Dinette, das heißt, die kann ich richtig speisen. Der lässt sich auch noch ausziehen, der Tisch. Genau, der Tisch ist auch ausziehbar, den kann ich halt hier im Prinzip rausziehen und dann habe ich auch ein großer Tisch und ich kann halt auch mit mehreren Personen nochmal hier sitzen und eben entsprechend auch frühstücken oder essen. Den Tisch kann ich auch verschieben, den habe ich während der Fahrt natürlich so weit wie möglich zurück, damit ich auch den Fahrersitz, wenn ich lange Beine habe wie ich, und entsprechend siehst du hier hinten die Schiene, da drückt man den roten Knopf rein, dann kann ich den Tisch nach vorne schieben, dann habe ich halt hier mehr Platz, um hier einzusteigen und diese Sitze sind ja alle nach vorne und hinten verschiebbar. Warte, ich zeige das mal gerade. Das heißt, im Prinzip das Vor und Zurück, was ich im normalen Fahrbetrieb habe, das geht jetzt auch in der Funktion. In der Funktion, ganz genau. So, das ist alles in dem Fahrzeug drin. Wir haben dann eine vollautomatische Sattanlage mit dem LED-Fernseher drin, die mit 12 Volt betrieben wird. Dadurch, weil eine Solaranlage auf dem Fahrzeug integriert ist, ist das Fahrzeug autark und man kann überall stehen und kann überall Fernsehen schauen oder halt kochen oder halt campen, wie man das möchte. So, genau, bitte, Jürgen. Was jetzt im Moment noch fehlt, was wir immer aus Sicherheitsgründen nie reinmachen, ist das 2 Zoll Display mit Radio, Navigationsgerät und Freisprecheinrichtung. Das kommt hier rein, da kommen die 2 Boxen raus. Das wird reingesetzt. Das sind praktisch 2 DIN-Schächte. 2 DIN-Schächte, genau. Das lassen wir immer raus. Das kommt so vom Hersteller ohne dieses Radio, damit es nicht auf der Fahrt geklaut werden kann. Genau, denn die Fahrzeuge, die sind sehr begehrt. Der ist ja auch schon drin, der ganz tolle Teppich. Der Teppich ist drin, genau. Eine Fahrerhausklimaanlage ist drin. Du hast USB-Stecker drin, du hast ein 6-Gang-Getriebe, Lenkradsteuerung, also das heißt das Radio, genau, kannst du nachher komplett vom Lenkrad aus steuern. Fahrzeug hat 150 PS. So, ganz toll, wenn du mal kurz aussteigst, dann zeige ich, ja bitte. Und hat auch schon eine Anhängerkupplung dran. Hat eine Anhängerkupplung. Ja. Genau, wir fangen mal vorne an. Es gibt was ganz Tolles, wenn du mal die Tür öffnest. Denn es gibt viele Autos, da rüstet ihr nämlich immer wieder die Verdunklung nach. Hier nicht notwendig. Genau, also hier ist die Verdunklung auch schon integriert. Man kann halt hier an der Seite einmal die 2 Dinger reindrücken und dann kann ich die ganz normal hier raus und habe die Seitenfenster verdunkelt. Das gleiche geht auch bei den Frontfenstern. Die zieht man hier raus bis zur Mitte und hat dann auch die Frontfenster verdunkelt. Sehr mäßig inkludiert in den Preis. Alles im Preis inkludiert, alles drin. So, hier vorne sieht man auch die Ausstattung hier an der Seite. Also wenn man die Serienausstattung kennt, hier hat man unglaublich viel Platz. Ich habe aber auch hier unten einen Becherhalter. Ich kann komplette Flaschen mit reinmachen. Ich sag mal, das Fahrzeug ist wirklich für Langstrecken ausgelegt und die Leute, die sollen es ja auch gut haben da drin, gell? Ja, also man soll sich ja wohlfühlen drin und es soll ja so sein wie zu Hause. Und auf den Ausstattungszustand nochmal zurückzukommen, ich sage immer, jetzt bei dem hier ist es einfacher, das aufzuzählen, was man noch reinmachen kann, wie das, was fehlt. Es ist eben so, die Anhängerkupplung ist bei dem Fahrzeug auch schon mit drin. Warte, ich zeig's mal gerade. Eine abnehmbare Anhängerkupplung. Genau. Was nämlich ganz wichtig ist, denn wenn sie abnehmbar ist, muss man sie auch abnehmen, wenn man sie nicht benutzt. Genau, und da siehst du die Steckdose und da ist der roten Pinöppel für den reinzudrücken. Was man jetzt hier noch drauf machen könnte, wäre eine Raumklimaanlage, die könnte man noch integrieren. Das wäre noch möglich. Und was man noch machen kann, wenn man das möchte, einen sogenannten Inverter. Die bauen wir heute ganz oft in die Fahrzeuge ein. Da kann ich mit der 12 Volt Batterie wieder umwandeln auf 230 Volt und kann so auch mal eine Kaffeemaschine oder irgendwelche Geräte mit 230 Volt betreiben. Es gibt ja auch ganz viele Geräte auch mit 12 Volt, muss man sagen. Der Inverter
Der hat einen riesen Vorteil, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein MacBook habe, einfach das Original 230 Volt Netzteil verwenden kann und so weiter. Ich habe es fest angeschlossen, eine 230 Volt Steckdose. Genau. Was ganz Besonderes ist, was Frauen lieben, ist nämlich das Insektenschutzgitter. Genau. Du wolltest es gerade schon Ich vorführen? wollte es gerade zeigen. Hier ist ein Insektenschutzgitter für die Tür. Man kann das komplett zumachen, man kann dahinter kochen. Und wenn man jetzt in der Gegend irgendwo steht, wo es viele Insekten gibt, dann hat man keine Probleme, dass man abends das Auto voll Insekten hat. Alarmanlage, Gaswarner. Ist das möglich nachzurüsten? Es ist möglich nachzurüsten, wobei es aber nur in bestimmten Bereichen sinnvoll ist. Dieses LPG-Gas, also Campinggas, was benutzt wird, um das Fahrzeug heizmäßig und kochmäßig zu betreiben, ist schwerer wie Luft. Da kann in normalen Umständen nie was passieren, weil das fällt immer nach unten auf den Boden und geht raus. Was sinnvoll heute ist, ist vielleicht mal so einen Betäubungsgaswarner einzubauen, damit man nicht von außen betäubt werden kann. Das soll vorkommen, habe ich gehört. Ja, ich zeige mal gerade hier die Ausstattung. Das Fahrzeug ist relativ leise, muss man sagen. Also es ist ja gedacht für so, ich sag mal, Fahrgeschwindigkeiten im Reisebetrieb so um die 100, 120 Kilometer. Genau, 100 bis 120. Die Fahrzeuge laufen alle 170, 180 mit der 105 PS Maschine. Aber hier siehst du, das ist so ungefähr wie im Flugzeug. Das ist so ein Bullauge, wo man an der Seite rausschauen kann. Und hier ist die zusätzliche Dämmung eben aufgebracht, damit die Fahrzeuge eben innen drin eben deutlich leiser werden. Ja, wir haben eben gesehen, man kann überhaupt nicht reingucken, aber man kann super rausgucken. Wenn du mal ganz kurz das Fliegengitter hier mal aufmachst, man hat nämlich hier ein ganz tolles Aufstellfenster. Das heißt, Das kann ich einmal hoch machen, dann habe ich halt die Verdunklung. also ich kann mich innen komplett sogar nackig bewegen, wenn ich will. Genau. Kann alles zumachen. Du kannst alles zumachen und hier kann ich jetzt aufmachen. Das gute Dometic-Fenster. Genau, einmal da und einmal hier. Und jetzt kann ich das aufstellen. Jetzt zieht es bei uns hier. So. Ja, die Hechtsuppe. Aber Die es ist ja noch März. Genau, das ist noch frisch. Kommt, genau. So, und ist jetzt komplett auf ist und es einfach komplett ziehen. auf und jetzt zieht man wieder und dann ist es wieder auch wieder zu. So, also Hier umlegen. einfach zu bedienen. Genau, einfach zu bedienen. So, das... Dachfenster ist Warte. mit Kurbel. Warte, ich gehe mal kurz hier hin, dann kann ich es zeigen. Das geht per Kurbel auf. Auch da ist ein Fliegenschutzgitter Auch natürlich da drauf. ist ein Fliegenschutzgitter schon drauf. Ist Ja, wenn du alles mal so mit lieb bist, dran. dass du mal aufmachst, dass man es sieht. Das ist nämlich hier, jetzt sieht man es nämlich ganz toll. Auch das ist langlebig, das heißt hier der Hersteller von dem Dachfenster, absolute Qualität. Das ist Remis, das ist einer der führenden mit Dometic-Hersteller für die Dachfenster. Mittlerweile werden auf allen Fahrzeugen Dometic- oder Remis-Fenster eingebaut. Von daher ist das alles hochwertige Qualität und hält im Prinzip Leben lang. Da vorne sieht man auch 12 Volt, da habe ich Steckdosen nochmal. Aber das Besondere, wenn du hier mal aufmachst, die Klavierlackoptik, da siehst du keine Fingertoucher. Nein, das ist, du kannst rangehen, ganz normal, du siehst keine Fingertoucher und es ist halt sehr optisch sehr schön und es sieht halt auch. Guck mal hier sehr vorne, wertig aus. das heißt, ich kann ja hier ein Tablet laden, das muss nicht draußen liegen. Genau, das kann kann man ich einfach reinlegen. reinmachen. Da ist Ja. der SAT-Receiver. Da ist der SAT-Receiver für die automatische Sattelanlage, genau. Gut, das kommt ab Werk schon. Es kommt alles aus Werk. Es ist alles ab Werk eingebaut, mit Ausnahme des Radios Navigationssystem, das wir nachträglich erst reinstecken. Was ist das? Das ist das Bedien-Tablet. Darüber wird die gesamte innere Anlage gesteuert. Ich kann die Heizung darüber steuern, ich kann das Licht darüber steuern, ich sehe die Zustände der Batterie, ich sehe alles da. Da wir im Moment das Fahrzeug nicht eingeschlossen haben, ist da auch noch kein Strom drauf. Ist brandneu. krachneu. Ja, Genau, brandneu. kam erst vom LKW. Genau. So. Und deswegen, und dann kann man hier alles das, was vorher eingebaut war, ist jetzt das Tablet. Weil So. Tablet ist halt die neue Technik und das wird heute halt alles so gemacht. Na, wenn du mal so nett bist, da mal aufmachst da oben, da ist noch ein Staufach. ein Staufach, schönes. da kann man halt Sachen reintun, Bettwäsche. Bettwäsche und so halt. Genau, da ist jetzt der Vorhang drin von der Dusche, wenn man den dran machen möchte. So, wir gehen ein Stückchen weiter nach hinten. Ich gehe erstmal, vielleicht zeigen wir erstmal die Kochmöglichkeit. Es gibt ja Leute, die wollen gar nicht kochen. Auch das ist möglich. Ich muss nicht kochen. Man muss nicht kochen, man kann aber kochen. Es gibt ein Kochfeld mit 2 Feldern, Petrozündung. Kann ich eben eine große und eine kleine Flamme machen. Ich brauche aber nicht zu kochen. Viele frühstücken auch nur in den Fahrzeugen und gehen halt mittags und abends essen. So, Genau. und das Da ist vorne ist ein, nichts anderes wie im Hotel. da vorne ist ein kleiner Tisch, den kann man rausklappen. Genau, das ist ein kleiner Tisch, den man noch rausklappen kann. Den kann man halt ausklappen und kann ihn wieder zusammen machen. So, die Beleuchtung am Eingang, die ist da, wo sie hingehört, nämlich direkt am Eingang. Genau, da ist die Beleuchtung, das ist die elektrische Treppe und eben hier die Innenbeleuchtung und die Außenbeleuchtung. Ist jetzt nicht angeschlossen, wird noch in Betrieb genommen. So Truma, wir haben eine spezielle Heizung, die macht warmes Wasser und wärmt. Genau, die heizt das Fahrzeug innen drin und macht warmes Wasser. Da ist eine Kombi 4 drin, das heißt, man hat halt ausreichend warmes Wasser, um zu duschen, um zu waschen, um Hände zu waschen, um zu spülen, egal.
Gasflaschen, wie viele Gasflaschen sind an Bord? 2 11 Kilo Gasflaschen. 2 11 Kilo. 2 11 Kilo Gasflaschen sind an Bord. Und wir sprechen hier von einem Nutzfahrzeug, das heißt, das Fahrzeug ist auf 3,5 Tonnen maximal ausgelegt, das heißt Ja. Führerscheinklasse B. Genau, normale Führerscheinklasse 3, wie man das Für Führerscheinklasse 3. Genau. So, hier vorne? Das ist das Waschbecken jetzt, ne, mit dem Wasserhahn. Das kann ich so machen. Oder ich habe halt ein Schneidbrett und kann auch hier noch was schneiden, wenn ich das muss. Oder ich stelle es rein, dann habe ich es abgedeckt. So, hier unten sind Schubladen, sag mal. Das sind Schubladen. Die Schubladen sind noch alle selbst einziehend. Der ist noch ein bisschen steif. Da sieht man es jetzt, die sind alle noch ein Es bisschen ist so, steif. es gibt eine Übergabeinspektion. Alles, was man jetzt sieht, was irgendwie aus dem Winter, Transport und so weiter, wird alles gemacht. Das wird perfekt übergeben, gereinigt mit allem drum und dran. So, und hier hat man einen Kühlschrank. Der Hersteller vom Kühlschrank? Der Kühlschrankhersteller ist Dometic. In dem Fall, bei dem Fahrzeug bei 5,40 Meter ist der jetzt unten eingebaut. Bei den größeren Fahrzeugen mit 6 Meter und 6,30 ist er dann oben eingebaut. Aber hier geht es eben nicht anders. Da muss man ihn unten einbauen. So, es gibt eine ganz pfiffige Lösung mit der Dusche. Genau. Zeig mir das mal. Also, das, wo ich jetzt hier drin stehe, ist die Dusche. Du siehst, ich bin 1,81 groß. Ich kann aber trotzdem drin stehen, wenn man hier in diesen Fahrzeugen duschen möchte. Mal. Hier ist eine Wand, die kann ich jetzt hier vorfahren. Warte mal, So, ich geh mal bis kurz. hierhin. So, Hier mal und kurz dann mal gucken. ziehe ich auf dieser Wand hier auch diese Wand nach vorne bis hierhin. Und jetzt mache ich, wenn ich jetzt komplett zumache, siehst du mich nicht mehr. So, hier rum und dann habe ich halt die Dusche komplett zu. Warte mal kurz, ich komme mal kurz auf die andere Seite, dann sehe ich dich ein bisschen besser. Weil das muss man einfach mal zeigen, wie das gelöst ist. In der Hoffnung, ja, es funktioniert. Herrlich. Hier würde ich jetzt auch noch komplett zumachen, den Stahlspalt hier. Und dann ist eben die Dusche komplett in der Mitte drin. Ist ja auch Licht drin normalerweise. Genau, da ist Ja. Licht drin und es ist hell. So, und dann kann ich halt hier auf die Toilette gehen und kann halt drin duschen und ich habe ein Waschbecken auch drin. Prima. Ja, ich bin schon jetzt ziemlich begeistert, muss ich sagen. Das heißt, die 5,40 Meter, man muss sagen, wenn man jetzt ein kleineres Fahrzeug hat, das ist kein Nachteil, gell, die Kompaktheit. Es ist nicht unbedingt ein Nachteil. Die Frage ist auch immer, wie viel duscht man wirklich in so einem Fahrzeug? Geht man auf die Duschen in den Stellplätzen oder auf den Campingplätzen? Oder was macht man letztendlich? Was möchte man? Aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Es ist möglich. Es ist halt immer eine Frage. Ich komme noch kurz zu dir, dann können wir mal reingucken in die Dusche. Warte mal kurz, komm mal hier rum, dass wir eben mal sehen. So, wenn du mal so lieb bist, noch mal ganz hier aufmachst für mich, da müsste eigentlich die Toilette jetzt gleich sichtbar sein. Nee, so ist sie nicht. So ist die Ah, Toilette zu. genau. Du musst jetzt einmal... Warte mal, kann man zeigen. Warte mal, ich will mal kurz da rein. Da unten ist die Toilette. So, da ist jetzt die Toilette. Hier haben wir den Wasserhahn. Und hier ist das Waschbecken, was weggeklappt ist. Das kann ich runterklappen und dann habe ich das Waschbecken. Ah, okay, das heißt, ich habe einen kompletten Waschraum. Genau. Und ich schließe eigentlich mich kurz ein zum Waschen, zum alles machen, Genau. habe aber noch meine Ruhe. Genau, ich mache diese Seite hier im Prinzip so weit zu, wie ich möchte. Und dann habe ich meine Ruhe. Und wenn ich die nicht möchte, dann mache ich wieder zu. Und dann Ja. ist wieder alles weg. Ah ja, und hier unten habe ich dann den Bereich, wo der Ablauf ist. Genau, da liegt jetzt eine Platte drin. Diese Platte hole ich raus. Und dann habe ich eine normale Duschwanne und stehe dementsprechend auch tiefer. Okay, verstanden. Das heißt, die Platte ist jetzt zum normalen Gehbetrieb gedacht und wenn ich duschen will, nehme ich einfach raus. Genau, die nehme ich einfach raus. Deswegen, hier kann ich jetzt ganz normal reingehen und drüber gehen und Ich mache auch nichts kaputt. mach nichts kaputt. Genau. So, okay, verstanden. So. Das Pfiffige ist jetzt hierbei, warum werden die Fahrzeuge so geliebt? Das ist deshalb, weil ich hier halt, wenn ich ein Fahrradsportler bin, ein Triathlet bin, ein Radsportler bin und gehe halt auf die Rennen oder möchte halt irgendwelche Wettkämpfe bestreiten. Es gibt nie in den Regionen Hotels. Die sind entweder sauteuer dann oder sie sind schon alle ausgebucht. Mit so einem Fahrzeug kannst du überall stehen, auf jedem Parkplatz. Du machst die Matratze hoch Ja. und du kannst dann eben dieses Teil hier komplett hochklappen. Hol den Okay. Part raus. So, ist alles noch neu, original verpackt. Ich sag, jetzt ist es gekommen. Ja, aber da haben die Zuschauer ja kein Problem mit. Ist immer schön, neue Sachen zu sehen. Und dann? Und hier kann man jetzt hochklappen. So, hier kannst du jetzt dein Motorrad reinfahren. Hier kannst du auch dein Triathlon-Bike reinstellen, was 10.000 Euro kostet. Und wenn du Ach so, im Innenraum im gesichert. Innenraum gesichert, ohne dass du Angst haben musst,
dass das wegkommt hinten drauf. Und es steht halt vor allen Witterungseinflüssen geschützt. So, und dann fährst du auf die Stelle und dann holst du das Fahrrad raus und dann kann man fahren. Und ich zeige nochmal gerade hier mal das Schöne hier, Edelstahl, die Kanten sind da. Ich habe einen Vinylfußboden, hier saugt sich auch nichts rein. Nee, das ist ein Vinylfußboden, der sehr stabil ist, da kann auch mal was runterfallen. Da siehst du die 2 Gasflaschen. Das ist das Loch, wo ich gesprochen habe, weil das Gas schwerer ist wie Luft, fällt es da unten drunter raus. Da kann also nie was passieren, ist offen. So, und da hast du hier halt richtig Platz. Ne? Krass, hier der Stauraum. Wie geht denn das? Ey, Ja, das Motorrad Tüfteln wird hier reingestellt und das steht halt hier drin, das dämmt man ein bisschen und dann steht das drin. Oder das Fahrrad genauso. Genau, das heißt, ich kann auf jeden Fall was transportieren. Ich könnte aber auch im Alltag jetzt mal im Baumarkt fahren und könnte mal große Sachen einladen. Ja, jetzt war gestern im Globus Baumarkt und vorgestern 20%. Die Leute haben gekauft wie wahnsinnig da. Wenn man jetzt größere Sachen hat, die kann man hier reinladen und dann ist man froh, wenn man mal so ein Fahrzeug hat. Der Moveo. Ich nehme an, er heißt EB 540. Nee, er heißt FB 540. FB 540. Festbett, genau. Festbett, genau. So, da kommen wir jetzt mal aufs Festbett. Das heißt, das Thema Stauraum. Hier unten habe ich Stauraum nochmal. Ich habe hier Stauraum. Hier kann ich Sachen reinlegen, die nicht rausfallen können. Ich zeige mal gerade, wo wir sind. Wir sind hinten. Genau. Das sieht so aus. Ich kann aber, wenn das Bett unten ist, auch hier richtig viel einladen. Genau, da tue ich jetzt die Sachen reinladen, die ich dann während der Fahrt vielleicht noch zusätzlich brauche. Wenn ich kein Fahrrad mitnehme, dann habe ich eben da Möglichkeiten, in Boxen alles zu verstauen. In Bierkasten zum Beispiel könnte ich mitnehmen. Und das gute Karlsberg hier aus dem Saarland. Genau. Auch hier gibt es komplette Beleuchtung hinten mit Schaltern, hier die Schränke hinten. Dann hast du hier die LEDs, an der Seite ist wieder USB-Steckdosen, um das Handy nachts einzustecken und. Also es gibt alles, so, was man braucht. Der Gurte übrigens, der hier hängt, der ist zur Fixierung wahrscheinlich... das Klapprot. Genau, das Bett ist da, das ist das Gegenteil, das wird dann reingehängt, damit es auch oben bleibt. Damit es oben bleibt während der Fahrt und nicht runterfallen kann. Genau. Okay, auch hinten habe ich Fliegengitter, das heißt, ich kann richtig rausgucken. Kann mir jetzt auch, wenn ich ja schlafe, hier einfach mal ein Fenster aufmachen? Genau, du machst hier einfach das Fliegengitter auf und dann kannst du hier hast du genau dieselbe Möglichkeit. Du kannst auch kippen, das heißt, du kannst es zumachen, aber praktisch auf halber Position? Genau, du kannst auf halber Position stehen lassen, wie du es möchtest. Genau, wenn du das mal kurz machst auf halber Position. Wir machen auf der Seite. Dann genau, auf der Seite sieht man es nämlich. Dann steht es nämlich leicht auf, ist aber trotzdem noch geschlossen. So, das ist jetzt normal offen. So. Und wenn du es jetzt mal so machst, dass zwar noch Luft reinkommt, es aber zu ist. Genau, so ganz leicht auf Mittelposition. Warte, ich zeig's dir. Hier vorne, genau. Und dann in die mittlere Position rein. So, und jetzt steht es nämlich ganz leicht offen. Da hast du nur so einen Spalt, der hier offen ist. Genau, da kommt also zumindest mal ein bisschen Luft rein. Frischluft und die Feuchtigkeit kann abziehen. Feuchtigkeit kann abziehen. Genau. Ja. Wow. So, lass mal kurz nochmal rekapitulieren. Ich habe Radträger auch schon dabei. Auch dabei, für auch 2 Räder? Für 2 Räder. Für Rennräder und normale Bikes bis 10, 15 Kilo kein Problem. Bei E-Bikes, wenn man damit wegfährt, raten wir dazu, ganz klar, die E-Bikes immer auf einen Anhängerträger zu stellen, auf die Anhängerkupplung. Deswegen ist die Anhängerkupplung auch dran, weil viele Leute heute mit E-Bikes fahren. Und die E-Bikes ist erstens mal das Problem, die hier drauf zu heben. Und zweitens sind die Träger halt immer nur ausgelegt für 50 Kilo. Manchmal 60 Kilo. Insgesamt. Das heißt, es gibt ja die Möglichkeit, habe ich ein leichtes E-Bike, auf jeden Fall die Batterie rausnehmen. Genau, dann geht's noch. Aber wenn ich 2 schwere E-Bikes habe, so wie du eins hast, dann ist es schon zu schwer, für das oben drauf zu stellen. So, wenn ich eine Rückfahrkamera haben möchte, ist das möglich? Die ist mit drin. Ist mit drin. Ist mit drin. Die Rückfahrkamera ist schon da, die sitzt hier. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Das ist die Rückfahrkamera. So, da ist die Rückfahrkamera drin. Die ist nämlich ganz wichtig, wenn ich jetzt rückwärts fahre, bei so einem, ich sag mal, 5,40 Meter ist ja schon ein bisschen was. Genau. Wenn du rückwärts fährst, ist auch aus Sicherheitsgründen ganz einfach immer wichtig, ein kleines Kind dahinter, dass du das siehst. Auch wenn du mal den Radträger jetzt auf der Anhängerkupplung hättest, dann sieht man immer, was passiert hinten, was ist da. Der steht ja ein bisschen raus, wie weit bin ich weg. Also das ist eine Rückfahrkamera ist heute einfach wichtig. Das ist die Einspeisungssteckdose für den normalen Landstrom, 230 Volt. Das ist das Abgasrohr für die Heizung. Da kommt die warme Luft raus und die kalte Luft wird eingesaugt, um zu verbrennen. Der Wassertank 100 Liter, Abwassertank 100 Liter. Achso, zweimal ist mit drin? Zweimal, genau. So, das Entleeren, das geht wahrscheinlich über einen Schieber irgendwie? Auf der anderen Seite ist ein Schieber. Bei dem Wassertank ist in dem Fahrzeug auch so, dieses Fahrzeug hat einen bereits isolierten und beheizten Abwassertank. Das Fahrzeug ist komplett wintertauglich. Deswegen kann man damit jederzeit das ganze Jahr überfahren. So, Skifahren ist kein Thema. Man muss aber dann schon die Heizung laufen lassen, wenn es schön kalt ist, weil ansonsten ist es auch mal schnell eingefroren. Genau. Gut, hier Diesel.
So, und dann haben wir die Fahrzeuge, unser Schutzpapier, die Fahrzeuge haben Tempomat, haben Fahrerhausklimaanlage serienmäßig mit drin, elektrische Scheibenheber, Es zieht ein wenig. alles mit dran. So, hier vorne. Ja, ich denke, wir haben es gut erklärt. Ja. Das ist jetzt alles mit dabei. Wenn ich so ein Fahrzeug haben möchte, ist ja immer wieder das Thema Service. Das heißt, die Fahrzeuge, das sind original Ducato, Fiat-Fahrzeuge. Kann ich zu jedem Fiat-Händler gehen? Genau, also wir machen die Anmeldung, das geht heute alles per Internet. Damit hat jeder Fiat-Händler sieht, dass das Fahrzeug bei uns verkauft worden ist. Und man kann bei jedem Fiat-Händler irgendwo in Europa hinfahren und kann sagen, ich habe ein Problem, wenn man da mal eins hat, was aber kaum vorkommt bei den Fahrzeugen. Und lässt dann eben. Kann ja mal ein Marder irgendwas machen. Also deswegen kann ja immer was kommen. Was Unnormales, ja. Dann fährt man dahin. Und alles das, was im Innenraum passiert und im Aufbau passiert, das machen wir in unserer eigenen Werkstatt, die wir haben für die Fahrzeuge. So, also zusammenfassend. Ich habe 50.000 € roundabout, kostet das Fahrzeug. In der Luxusausstattung, wie es hier ist, da ist die Markise. Ich liebe diese Markise. Ich wusste gar nicht, dass die auch in Schwarz gibt. Das ist aber die haben wirklich an alles gedacht. Die ist elektrisch? Die ist elektrisch. Nee, die ist von Kurbel. Okay, das war jetzt die Thule, die du reingefahren hast. Das habe ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, ich habe noch eine Frage. Das Einzige, was fehlt, ist natürlich die Sitzheizung, oder? Die Sitzheizung, jetzt muss ich überlegen, das Fahrzeug hat auch Sitzheizung. Ja, ich habe sie gesehen. Ja. Das wollte ich nur mal zeigen. Also falls, liebe Mädels, liebe Jungs, wenn ihr also irgendwie einen warmen Popo haben möchtet, ja, das ist natürlich bei den Ledersitzen absolut wichtig und ist natürlich mit eingebaut. Ja, ist so. Ist mit drin. So viel zum Thema Alltagstauglichkeit. WVS heißt euer Unternehmen. Ihr seid auch Partner ADAC in der Vermietung? Genau, wir haben auch eine ADAC-Vermietung. Wir setzen auch die Fahrzeuge in der Vermietung ein. Deswegen können wir auch immer guten Herzens sagen, dass die Fahrzeuge alltagstauglich sind. Und ich sage immer jedem, der jetzt Neueinsteiger wäre auf dem Gebiet, einfach mal zu uns kommen, mal so ein Fahrzeug mieten für eine Woche und dann danach kaufen. So, du bist Elektromeister. Was ist hier die Verarbeitungsqualität? Die Verarbeitungsqualität bei den Fahrzeugen ist sehr, sehr gut und sehr hochwertig vor allen Dingen. Die Fahrzeuge werden bei Pilote gebaut, haben das französische in Frankreich haben das französische Flair im Innenraum drin und das sieht man auch und es gibt auch keinerlei Probleme bei den Fahrzeugen. Wir verkaufen die durch ganz Deutschland, von Hamburg bis nach Ruhpolding und es gibt keine Probleme. Super. Jürgen, wie erreiche ich euch? Ja, also am schnellsten wäre es anrufen, wie jetzt mein Telefon zum Beispiel jetzt gerade auch klingelt. Einfach anrufen, auf unserer Internetseite schauen, wohnmobile-saarland.de. Dann sieht man auch die Fahrzeuge nochmal und dann einfach einen Termin vereinbaren und vorbeikommen. Ja, vielen Dank, Jürgen Jung. Ja, bitte.